Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Ganz natürlich, und wer ist dabei? Welcher, der Kameramann? Ganz genau, ihr Lieben. Und das ist nämlich heute unser Thema. Ich würde einfach mal sagen, das ist schon fast so ein kleines Terrarium mit ganz natürlichen Sachen. Das, was wir so gefunden haben. Und das hat uns wirklich Spaß gemacht. Aber jetzt, und wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Los geht's. Hier haben wir unsere Basis, ein großes kugeliges Glas und das finde ich ganz schön, weil das hat so ein Henkel. Lederhenkel, genau. Das ist wirklich toll. Das kann man natürlich super von A nach B tragen. Haben wir nochmal eben schnell sauber gemacht. Dann haben wir hier vorne, und zwar habe ich den heute gesehen, den fand ich wirklich niedlich. Und das finde ich auch gar nicht teuer, 9,99 €. Das ist so ein kleines Bonsai-Bäumchen. Und ich gucke jetzt mal eben, das ist ein Ficus. Genau, ein Ficus als Bonsai. Und da weiß ich nicht genau, ob das funktioniert. Deswegen habe ich jetzt vorsichtshalber hier nochmal diese 3 kleinen. Und das Efeu aus dem Garten habe ich nochmal geholt. Und was ich heute gerne mit verarbeiten möchte, ist relativ nasse alte Rinde und natürlich Moos. Genau. Dann hier auf der anderen Seite habe ich noch mal eben schnell geholt, da habe ich so eine Kiste hier so ein bisschen mit Vogelsand. Dann diese kleinen Kiessteine, die wir immer wieder verwenden. Oder auch eben diese großen Steine. Und so ein Gitter, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt. Und für diese Deko-Idee habe ich hier heute nochmal die Kakteen-Sukkulentenerde, weil die immer sehr optimal ist mit der Wasseraufnahme. Und genau. Und dann würde ich sagen, es geht los. Bevor ich anfange, möchte ich euch nämlich gerne darum bitten, macht doch mal ein kostenloses Abo, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Ihr könnt auch mal gerne die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer Info, wenn ein neues Video online ist. Gerne einen Kommentar, wir freuen uns immer sehr, ne Micha? Ja. Und genau, also das wäre natürlich total klasse und einen Daumen hoch, das natürlich, da freuen wir uns auch. Aber jetzt geht's los und was natürlich optimal ist bei diesen großen, bauchigen Gläsern oder sowieso große Gläser, dass man hier unheimlich viel mit Schichten machen kann und deswegen würde ich jetzt gerne hier unten erstmal so eine kleine Sandschicht reinmachen. Da habe ich jetzt einen Rest Vogelsand genommen, aber was auch immer total schön ist, wir haben so einen Spielsand für die Sandkiste für die Enkel. Der ist natürlich, den finde ich sehr schön, weil er so gelb und wachsig ist. Aber hier ist jetzt noch Vogelsand, deswegen habe ich den da reingemacht. Und ich nehme jetzt hier diese kleinen Kiessteine, die wir noch haben. Und dann mache ich jetzt eine kleine Schicht auch noch mal oben drauf. Heller Sand, Kieselsteine und jetzt nehme ich die großen Steine und werde jetzt, Micha kann es natürlich viel besser sehen und ihr natürlich auch. Für mich ist es ein bisschen ungünstig, weil ich das nur von oben sehe, aber ich drehe mir das gleich noch mal eben zur Seite und jetzt lege ich mir nämlich so eine schöne Schicht von den großen Steinen hier vorne hin. Ich finde diese Kombi ganz schön. Jetzt habe ich hier noch so einen ganz großen. Und damit ich hinten jetzt richtig schön Höhe bekomme, lege ich mir die großen Steine hier hinten rein. Jetzt zeigen wir euch das mal. Wir haben hier vorne, damit man das sehen kann, die 3 Schichten. Hier hinten habe ich jetzt 3 große Steine mir so in Position gestellt, damit ich hier gleich richtig schön Höhe habe und ein bisschen Stabilität. Genau, vorne, das soll das Sichtfeld sein. Man kann es natürlich drehen. Und ich denke, so wird das ganz gut sein. Ich nehme jetzt hier unsere Maschen und werde jetzt gucken. Ich werde mir das ein bisschen verkleinern. Ich habe mir das eben schon mal so ein bisschen da reingedrückt. Ich zeige euch das mal. Einfach nur als Schutz, weil gleich die Erde kommt, möchte ich das hier gerne oben drauf haben. Und auch, dass das dann hier schon mal so ein bisschen Stabilität gibt. Also ich werde hier noch mal eben ein bisschen schneiden. Ich gehe jetzt hier noch mal rein
Und ich denke, ja, jetzt müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Ich werde mir die Steine hier jetzt ein bisschen oben rauflegen. Und hier könnte man das sogar noch ein bisschen knicken. Nein, ich schneide noch ein bisschen ab. Jetzt wird es sehr dekorativ. Ganz natürlich und dekorativ. Ich habe mir jetzt hier mal so ein bisschen Moos genommen und werde mir das hier, ich drehe das jetzt einmal mal eben so um, einfach hier schon mal so ein bisschen, damit man den Übergang nicht so sieht, ein bisschen reindrücken. Und das mache ich jetzt hier auf der anderen Seite genauso. Also hier ist man jetzt wirklich, ich finde dieses Farbspiel ist total schön. Guck mal, dieses Grün jetzt hier und die Steine dazu. Ich finde das wirklich ganz hübsch, oder? Ja, sieht echt natürlich aus. Ist ganz Wie im natürlich, Wald, ne? genau. Dann kann man sich das wirklich hier richtig schön reindrücken. Und dann hält das Drahtgeflecht auch ganz gut. Und jetzt haben wir hier, glaube ich, einen ganz guten Übergang von Stein, ja, zum Moos hin. Und jetzt haben wir ein bisschen Schutz, wenn wir nämlich mit der Erde kommen. Jetzt kippe ich das Glas und komme mit der Erde und häufe mir das jetzt hier einmal ein bisschen auf. Ich glaube, da werde ich jetzt hinten auch noch ein bisschen Moos reinmachen. Ja, ich habe mir bis hinten noch ein bisschen Moos rauf oder reingemacht, weil ansonsten wird die Erde natürlich hinten durchrutschen. Und ich gehe jetzt ganz vorsichtig und gucke jetzt einfach, ja, wie viel Erde ich jetzt hier brauche. Und wie gesagt, das ist ja nun mal eben auch der erste Versuch. Wir wollen einfach mal gucken, wie die Pflanzen sich entwickeln. Und zur Not kann man hier nachher auch natürlich super noch nachträglich Sukkulenten reinpflanzen. Und genau. Ich drücke mir das ein bisschen fest. Ja, man muss wieder mit den Händen arbeiten. Das nützt alles nichts. Ich habe mich ein bisschen geärgert, weil da ist mir jetzt echt ein bisschen Erde reingerutscht. Ich hätte auch da vorne ein bisschen mehr Moos als Schutz machen sollen. Also es ist tatsächlich ganz gut, wenn man das Moos einfach hier überall nochmal eben als Schutzübergang überall mit reinmacht. So, die Erde habe ich bis oben hin aufgehäuft. Und was ich jetzt mache, ich nehme jetzt hier meine Baumrinde und breche mir das einfach hier überall so ganz kleine Stückchen ab und fange jetzt an, hier unten das erste reinzulegen. Wie gesagt, das soll super natürlich werden wieder diesmal. Und da habe ich gedacht, da passt das natürlich ganz gut. Das ist jetzt so ein bisschen zu klein. Ich nehme das nochmal raus und mache hier unten eine größere rein. Dann knülle ich mir einfach ein bisschen Moos, lege das so darüber und nehme jetzt meine nächste Baumrinde und stecke mir die auch da oben rauf. Drücke den Sand wieder richtig schön fest. Nehme wieder ein bisschen Moos, lege mir das hier oben rauf, komme mit der nächsten Rinde und wieder ein bisschen Moos und ganz vorsichtig festdrücken. Aber ich finde, das sieht doch schon aus wie so eine ganz natürliche Waldtreppe. Und das mache ich jetzt hier so schräg bis nach oben hin. Nehme ich wieder Moos, gehe hier rein an die Seite und versuche mir jetzt hier so ein bisschen Höhe aufzubauen. Ich drücke mir das jetzt hier nochmal ein bisschen runter und ja, schiebe mir das jetzt hier so zur Seite. Mit dem Bonsai, das wird nichts, ne Micha? Der ist einfach zu groß. Dann machen wir eine andere Deko. Der findet seinen Platz. Ich werde jetzt hier diese kleinen nehmen, finde ich, die passen auch ganz gut, weil ja, im Wald, da sind ja wirklich viele Blätter und auch Farn und die sind ganz niedlich natürlich. Die habe ich schon mal in ein Glas reingesetzt und die sind immer noch super, super da drin. Also die kommen richtig klasse. Ich bin ganz begeistert und ich finde, die bringen jetzt auch richtig schön natürliches Grün hier mit rein in das Glas. Und ich setze mir die hier oben jetzt mal einmal so rein. Und jetzt können wir ja mal gucken. Micha kann sich gerne, welches möchtest du, das? Rosa. Rosa? Okay, dann nehmen wir jetzt noch mal den anderen. Mach die Erde wieder ab, mach die Wurzel schön frei und setze mir hier oben
Am besten so, dass es schon fast ein bisschen rausguckt. Drück mir das hier richtig schön in die Erde ran. Und sieht das aus? Sieht gut aus, ja. Ja. So, jetzt hole ich nochmal wieder Moos und setze mir das jetzt hier unter die Pflanzen. Drück mir das richtig schön in die Erde rein. So, wir zeigen euch das nochmal. Ich bin jetzt mal nach vorne gekommen, weil das war mir echt zu dunkel mit der anderen Baumrinde. Ich bin jetzt runtergegangen. Ich habe ja ganz viel hier von der Birke. Ich habe das mal gesammelt und habe mir jetzt einfach mal hier diese helle Rinde abgemacht. Und ich finde, das wirkt wirklich besser. Da es eh schon so dunkel ist, sehr natürlich, finde ich wirklich, also der Kontrast ist mit der hellen Birkenrinde tausendmal besser. Also ich persönlich finde das so. Und habe jetzt hier auch dazwischen immer ein bisschen Moos reingelegt. Ich bin jetzt einfach mal nach vorne gekommen. Dafür muss man auch nach vorne kommen. Ich konnte das hinten nicht sehen. Und das mache ich jetzt eben auch, so wie mit dem dunklen. Aber jetzt eben mit der Birkenrinde mache ich mir die Treppe bis nach oben hin. Und ich werde jetzt hier mir ein kleines Loch reinmachen, einfach so mit dem Finger. Wir haben ja alles komplett Erde dahinter. Und stecke mir jetzt hier die Wurzel ganz vorsichtig mit dem Finger rein. Und guck mal, jetzt können wir die richtig toll sogar hier an die Seite ranlegen. Mach mir das schön fest, drück das hier in die Erde rein. Und dann könnt ihr natürlich das auch, ist auch ganz schön von der Höhe her. Jetzt machen wir noch ein bisschen Feinschliff, würde ich sagen, weil Steine sind immer im Wald. Und ich finde, das passt absolut zu diesem Natürlichen. Und die ganz kleinen Kieselsteinchen, die legen wir jetzt hier einfach ein bisschen vereinzelt mit auf die Stufen rauf. Da haben wir wieder richtig schön rumgesaut. Und Fazit, ich habe mir jetzt hier eine Pinzette genommen. Ich habe hier noch ich habe so ein Bonsai-Set und da ist jetzt so eine große Pinzette. Das ist natürlich super praktisch, weil mir gerade die Kieselsteinchen hier runtergefallen sind und die habe ich mir jetzt alle rausgeholt. Die sind natürlich nicht ganz nach unten gefallen durch den Schutz, aber die habe ich mir jetzt so ein bisschen zwischen die Stufen auch gelegt und das ist natürlich sehr, sehr praktisch, weil sie dann auch eine gute Stabilität kriegen und auch wirklich schön oben bleiben. Das heißt, normalerweise, wenn man die Stufen macht, könnte man statt Moos natürlich auch schon von vorne weg die kleinen Steinchen damit reinlegen. Und ich finde auch, das reicht so und es ist ein richtig schöner, natürlicher Kontrast. Und ich würde sagen, das ist fertig, oder? Ich finde, da muss gar nicht mehr rein. Und das hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht. Micha, dir auch, oder? Ja, ja. Ist wirklich, Mach ich also gerne. ganz, ganz toll, weil das wieder super natürlich ist. Und gerade unten nachher, wenn man das nämlich so ein bisschen höher stehen hat, man kann auch mehr Sand und unten Kiesel reinmachen. Ich wollte aber so sehr, oder ich wollte gerne das Natürliche, dass das so in der Höhe ein bisschen nach oben geht mit den Blüten. Und das ist natürlich perfekt, dass ich mir diese Variante noch zum Glück mitgenommen hatte. Aber der Bonsai natürlich wird noch verarbeitet und da seid ihr dann natürlich dabei. Und das war heute unser Thema, ihr Lieben, und wir hoffen wirklich sehr, dass euch das Thema heute auch gefallen hat. Unser kleines Terrarium zum Mitnehmen mit dem Henkel, das mache ich lieber nicht, weil das sind echt eine Menge Steine, also das würde ich lieber nicht ausprobieren. Aber wir finden es wirklich schön. Also ihr Lieben, wir freuen uns auf die nächsten Tage mit euch für und mit euch zu dekorieren. Ich sage bis bald, eure Conny und Euer Micha, der Kameramann. genau. Tschüss. Tschüss.